Hallo Leute, da bin ich wieder. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich so einen entstandenen Spalt im Laminat, Vinyl oder Parkettboden ganz einfach und schnell ohne viel Werkzeug wieder schließe. Das funktioniert bei Böden, die mit Klicktechnik und schwimmend verlegt wurden. Also Böden, die nicht am Untergrund verklebt wurden. Bei diesem Laminat hat sich mit der Zeit eine Lücke zwischen den Fugen gebildet. Wie man diese Löcher am leichtesten wieder schließt, zeige ich euch in diesem Video. Bevor ich mit der Arbeit beginne, schaue ich erst nach, dass in der Lücke sich kein Dreck befindet. Kratze es bei Bedarf raus und sauge mit einem Staubsauger den möglichen Dreck heraus. Jetzt kann auch die eigentliche Arbeit beginnen. Alles, was man benötigt, ist ein breites Klebeband. Ich habe mir hier ein sogenanntes Panzerband besorgt, aber normales Klebeband tut es auch. Das klebe ich jetzt einfach kurz vor der Fuge auf der Laminatplatte, die ich bewegen möchte. Was ich jetzt nur noch brauche, ist ein Stück Holz und eine Heißkleberpistole. Auf die gerade Seite des Holzes drücke ich einige Tropfen Heißkleber drauf und drücke es dann auf das Klebeband am Laminat. Zusätzlich kann man in die Fugen noch Holzleim eindrücken und dann später den ausgetretenen Rest wegwischen. Nach circa einer Minute müsste auch der Heißkleber trocken sein und dann kann es auch schon losgehen. Mit einem Hammer gibt man einige vorsichtige Schläge auf das verklebte Holz und man kann schon sehen, wie sich nach jedem Schlag die Fuge wieder schließt. Und wie vorhin schon gesagt, wenn man Holzleim zwischen die Fuge gemacht hat und der Holzleim jetzt ausgetreten ist, wischt man ihn auch dann nur noch weg. Ja, und das Stück verklebtes Holz lässt sich auch ganz easy wieder entfernen. Einfach das Klebeband entfernen und von der Seite klopfen und schon ist das Holz wieder ab und der Boden ist wieder perfekt, wie man sehen kann. Ja, Freunde, das war's auch schon wieder. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr unter dem Video den Abonnier-Button drückt, das Video kommentiert und mir natürlich einen Daumen nach oben hinterlasst. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.